Moin, mein Name ist Marc, das ist Dad's Barbecue, Zed's Barbecue und heute machen wir etwas ganz Feines. Heute machen wir Rib Finger Burn Ends, kleine Pralinen und ich nehme dafür richtig geiles Fleisch. Ich nehme nämlich Iberico-Fleisch mit Bellotta-Qualität. Das ist richtig schön saftig, das hat richtig viel intermuskuläres Fett und das bleibt auch bei der Zubereitung zu Burn Ends richtig schön saftig. Wenn ihr Lust habt, bleibt dran. Wir legen gleich los. Ja, für den ersten Schritt müssen wir natürlich die Iberico-Ribs einmal einlegen. Ich werde die würzen, hier herkömmlich mit Magic Dust, selber gemacht. Rezept findet ihr hier oben. Damit es ein bisschen besser hält, kommt ein bisschen Senf rein. Und wir nehmen natürlich die Silberhaut ab. Aber machen wir es mal schnell fertig. So, und im ersten Schritt werden wir einmal die Silberhaut entfernen. Das heißt, wir gehen einmal zwischen Knochen und Silberhaut rein mit einem Löffel. Heben das Ganze an. Und sobald wir es greifen können, ziehen wir die Silberhaut einfach ab. Ja, und das machen wir natürlich mit beiden. So, und sobald die Silberhaut ab ist, nehmen wir Senf. Verteilen den gut auf der Oberfläche. Auch auf der Knochenseite den Senf verteilen. Und so, und sobald überall Senf drauf ist, kommt natürlich das Gewürz drauf. Auch das gehen wir großzügig drauf. Wenn ihr dafür eine Schale verwendet, verliert ihr nicht so viel, dann könnt ihr das auch mal aufsammeln, was in der Schale ist. Für Video sieht das aber nicht so toll aus, deswegen mache ich das nicht. Ja, und das war's schon. Ich habe die jetzt mariniert, die Silberhaut ist ab. Jetzt geht es nochmal für 30, 60 Minuten in den Kühlschrank, damit die Marinade so ein bisschen anziehen kann. Einwirken wird sie nicht doll, aber für mich ist dann die Zeit, dass ich loslegen kann. Dann geht es auf den Smoker. Und wenn ihr jetzt fragt, warum machst du nicht erst die Ribfingers, bevor es auf den Smoker geht, dann kannst du doch noch mehr Gewürz dran kriegen. Das ist richtig. Wenn ich da schon die Fingers gemacht hätte, würde ich auch mehr Gewürz dran kriegen. Aber ich könnte das Problem haben, dass die einzelnen Finger durchs Rost durchfallen, wenn ich sie nicht richtig hinlege. Und das ist auch viel mehr Aufwand, die einzelnen zu legen. Ich mache das Ganze als Leiter und nach dem Smoken. Dann werde ich sie durchschneiden und dann geht es mit den Fingers weiter. Also, wir sehen uns gleich wieder nach der Marinierzeit. Dann ist es soweit. Die gehen jetzt für 2 Stunden in den Smoker, aber 120 Grad. Ich habe Chicorée aufgelegt, das fängt an zu qualmen. Wenn ihr das im Gasgrill macht, indirekte Zone, vielleicht eine Smokepipe dazu, dann habt ihr auch ein bisschen Rauch dran, dann wird das genauso lecker. Aber ich nehme heute den Smoker, da habe ich genug Platz, um das Ganze zuzubereiten. Ja, und in den nächsten 2 Stunden habe ich nichts weiter zu tun, als jede halbe Stunde mal einzusprühen. Ich habe hier Apfelessig gemischt mit Wasser, damit es nicht zu intensiv ist. Das sehe ich einfach ein Tönchen, damit es sich austrocknet. So, die 2 Stunden sind um. Ich hole sie mal aus dem Smoker und erhöhe die Temperatur vom Smoker auf so 150 Grad. So, jetzt kommen wir zum Teil, wo wir daraus Fingers machen. Das heißt, ich drehe sie einmal um, dann sehe ich die Knochen jetzt wunderbar. Und dann gehe ich zwischen den Knochen durch und trenne die Fingers raus. Möglichst so, dass auf beiden Seiten Fleisch ist. So, man sieht den Smoking und man sieht immer noch, dass die noch wunderbar saftig sind. Iberico hat einen wunderbar intramuskulären Fettanteil. Das bleibt immer schön saftig. So, im nächsten Schritt kommen die Fingers in eine Schale und werden ordentlich mit Zucker bestreut. Ich habe einen braunen Zucker. Da kommen jetzt noch ein paar Butterflocken hinzu. Dann kommt noch eine Barbecue-Soße hinzu. Und Ahornsirup. Das Ganze so ein bisschen vermengen. Man kann auch eine kleinere Schale nehmen, dann passt das besser rein und hat mehr Kontakt mit den ganzen Zutaten. Aber so geht's auch. So, und je nachdem, was ihr da habt, entweder nimmt ihr jetzt Alufolie oder eine zweite Konsistform, gebt die oben drauf, dass wir jetzt schön schmoren können. Ich nehme noch so ein paar Klemmen, mache die zu. Ja, und so gut verschlossen geht es dann wieder zurück in den Smoker.
Ja, und jetzt das Ganze noch mal für 45 bis 60 Minuten dämpfen, damit es schön weich werden. So, 50 Minuten sind um. Ich schaue mal rein, wie es aussieht. Boah, das schaut doch schon richtig gut aus. So, wir sind jetzt so weit, jetzt musst du nur karamellisieren. Ich gebe sie so, wie sie jetzt sind, wieder rein. Und lasse die Soße so ein bisschen anziehen. Wenn ihr zu wenig Soße habt, müsst ihr noch ein bisschen was nachgeben, aber ich lasse das jetzt so. So, und da haben wir Rib Finger Burn. Und ich glaube, die sind richtig sticky. Ja, und dann kommen wir zum Schluss. Nach 4 Stunden Arbeit darf ich probieren. Oh, richtig zart. Und lecker. Schaut euch an, total zart. Und lecker. Wie eine kleine Praline am Stiel. Also wenn ihr schon mal Pork Belly Burn Ends gemacht habt, die sind ja schon unwahrscheinlich lecker. Aber wenn du mal was richtig Gutes haben wollt, mit so ein bisschen Restbiss, ne, dann macht doch mal Rib Fingers Burnt End. Total lecker, easy zu machen. Ein bisschen Wartezeit, klar, hat man immer beim Zubereiten. Aber es lohnt sich wirklich. Macht so unbedingt mal nach, ich finde es richtig lecker. Gerade mit Iberico, auch nach 4 Stunden zubereiten, ist es immer noch richtig geil saftig. Iberico kann man auch nichts verkehrt machen. Probiert es aus, richtig lecker. So, damit bin ich schon am Ende. Wenn ihr ein weiteres Rippchen-Video haben wollt, habt ihr das hier oben. Hier habt ihr ein weiteres Video. Hier oben könnt ihr kostenlos Abo abschließen, Glocke aktivieren, nicht verpassen. Alle Rezepte und natürlich auch das wieder bei mir im Blog. Und wir sehen uns nächste Woche, wenn es wieder heißt That's Barbecue, That's Barbecue. Bis dann, ciao.